Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. Beim letzten Mal haben wir den Liebherr-Radlader behandelt und damit soll es heute weitergehen. Es ist im letzten Video der erste Bauabschnitt, würde ich sagen, also die erste PDF durchgearbeitet. Ihr habt gesehen, hier standen schon wirklich große Dinger. Ich habe jetzt hier wieder Platz gemacht, weil ich vermute mal, dass in der zweiten PDF auch irgendwie wieder etwas Neues beginnt. Und ob ich damit richtig liege, das werden wir uns dann natürlich jetzt anschauen. Lag leider etwas falsch. Es geht noch mit einem Bauteil aus der ersten PDF sofort weiter. Dann hole ich mir das mal wieder hier ran. Da ist das Ganze schon. Es geht dann also jetzt erstmal hiermit weiter. Klar, ist natürlich auch noch ein bisschen klein. Falls ihr das letzte Mal nicht zugeschaut habt, hier haben wir eine. Ich muss sie hier hinstellen, weil ihr seht es sonst gar nicht. Haben wir eine Figur, die zeigt mal so in etwa, wie groß das Ganze hier noch wird. Es ist ja noch nicht fertig, es wird ja jetzt noch weitergebaut. Und ich würde sagen, damit das Ganze hier jetzt weiter Form annehmen kann, das ist ein schweres Deutsch, was ich hier heute zu sprechen habe, da kann ich nur bauen, da muss ich bauen, sonst wird das Ganze hier nichts.
336 Bauschritte bis hierhin. Und hier ist jetzt wieder so ein bisschen was passiert. Ich bin jetzt deswegen mal bei euch, weil A, passiert hier jetzt was, das können wir dann mal ruhig zusammen machen. Das sind bloß 3 Teilchen, die jetzt verbaut werden. Und B, habe ich jetzt noch die Chance, das Ganze mal umzudrehen, um euch das dann auch mal von der letzten Seite oder von der hintersten Seite zeigen zu können, von der Unterseite des hinteren Teils. Hier sitzt der zweite Bovis drin, da schlummert er friedlich und brav. Hier wird es mit dem Aufladen wesentlich einfacher, weil man hier an den USB-Stecker spitzenmäßig rankommt. Das hatte ich euch ja in dem anderen Teil gezeigt. Da ist das leider nicht ganz so einfach. Ein ordentliches Gewicht ist hier bis jetzt auch schon zustande gekommen. Also das ist gewichtstechnisch, würde ich sagen, ist das jetzt hier schon ein ganz normales Lego-Set. Was hier so lustig aussieht, das ist dann später mehr oder weniger halb so wild, denke ich mal, weil es wird ja auch hier über das vordere Teil, denke ich mal, immer weiter alles versteift, was da an Federung oder an Hebelweg dann zum Schluss übrig bleibt. Da lassen wir uns dann mal überraschen. Das weiß ich selber auch noch nicht. So, ich lege jetzt mal meine Maus weg. War mein großes Problem bis hierhin, sind ausnahmsweise mal keine Fehlteile, weil die kann ich bis jetzt immer noch nicht verzeichnen. 2 Fehlfarben, die kann ich verzeichnen. Ich kann sie hier, nee, ich will sie jetzt nicht rausnehmen. Einmal eins in Rund hätte ich in Orange gebraucht, also Transclear Orange. Sie waren dabei in Transclear Rot. Man sieht es nicht. Also bis hierhin würde ich mal sagen, Fehlteile gar nicht. Die beiden Fehlfarben, die da waren, verschmerzbar. Und ein Fehlguss, den habe ich auch. Der ist eigentlich mit 9 Löchern. Dieser hier hat bloß 8 3/4. Vielleicht kann ich den sogar irgendwo noch verstecken. Ansonsten habe ich sowas bei mir eigentlich ganz ordentlich rumzuliegen. Also das wird dann erstmal kein Problem sein. Ich denke mal, bei über 12.000 Teilen ein Fehlguss bis hierhin, den verzeihe ich. Das sollte also wirklich keine große Sache sein. So, jetzt muss ich mal gerade hier sehen, dass noch was dabei kommt. Weil mein großes oder das größte Problem als solches ist, Johann, wenn du mir nochmal so ein Monster empfiehlst, schreib mir vorher, wie groß mein Tisch sein sollte, weil hier ist jetzt, denke ich mal, so langsam aber sicher echt die Grenze. Das wird ja jetzt auch nicht mehr kleiner. Das behält ja jetzt irgendwo, geh du mal erstmal hier, die Größe, die es jetzt bekommt. Wo habe ich meine Technikachsen? Also ihr seht, es ist logistisch, ist das hier jetzt echt mittlerweile eine Herausforderung, das Ganze hier weiterzubauen, weil es wird wirklich übelst eng. Es wird übelst eng hier bei mir. So, jetzt soll das Ganze, jetzt muss ich mal gucken, das ist leider nicht ganz so einfach zu erkennen, wo das Ganze jetzt hin soll. Da muss ich jetzt mal dann doch ein bisschen... Oh, es ist alles zu eng hier. Ich brauche dann, glaube ich, langsam aber sicher echt mal einen großen Tisch. So, wenn ich das richtig sehe, dann muss das Ganze jetzt hier hin. Aufpassen, dass die nicht zu fest sind. Das hier könnte im Übrigen der große Knackpunkt sein, warum es nicht funktioniert. Nehme ich mal schnell vorne weg. Das ist mit der Hand schon sehr schwer zu drehen. Wie sich das mit dem Motor dann realisieren lässt oder ob der Motor das alles schafft, bin ich mir noch nicht ganz so sicher. So, jetzt trotz alledem mal versuchen, das hier alles zusammenzustecken. Ihr geht jetzt erstmal weg. Jetzt muss das mit Sicherheit so rein. Ich hatte das doch schon im Vorfeld so vermutet, dass das so muss. Das würde aber bedeuten, ich muss die jetzt hier um einiges ausfahren. Nee, erstmal noch doch. Nö, noch geht das so. Es ist also viel, was hier jetzt aktuell bewegt wird. Die kommen nicht mit der Achse hier rein. Das wundert mich jetzt so ein kleines bisschen. Jetzt treffe ich hier die Aufnahme nicht und diese Dinger zu drehen ist auch nicht unbedingt einfach. Nee, doch, da ist er. So.
Jetzt heißt es dann hier dann erstmal ein großes Rad drauf. Also ihr seht, es ist dann, also das hier, da habe ich also wirklich Angst drum. Das wird, glaube ich, ein Teil, das könnte, man weiß es nie so genau, aber andersrum, ich habe von solchen Sets schon so vieles gebaut, dass ich doch schon relativ sicher bin und sagen möchte, das wird, denke ich mal, ein Problem, das 100% ans Laufen zu kriegen. So, hier von unten mal schnell die Kreuzachse durchgewürgt. Wie auch immer das jetzt hier vonstatten gehen soll. So, nicht. Ich sage euch, das ist hier spannend. Jetzt sehe ich wieder die Aufnahme, da ist es so. Und dann geht das hier durch und dann geht das da so rein. Immerhin schon mal etwas. Also ihr seht, hier tut sich jetzt mittlerweile wirklich einiges. Das wird, naja, es wird einfach groß. Ich kann es nicht anders sagen. Das wird groß. So, hier jetzt auch noch mal irgendwie das dazwischen. Nein, das war es nicht. Es ist alles drin. Ich kann es jetzt leider nicht runterlassen. Also hier müsste ich mir mal irgendwas basteln, dass das alles hält, weil es noch nicht auf Rädern steht. Aber jetzt kann ich euch noch nicht einmal so richtig das Lenken demonstrieren, weil ja hier noch ein Motor fehlt. Trotz alledem werde ich mir das Ganze jetzt mal gerade stellen. Das macht sich dann im späteren Verlauf mit dem Bauen mit Sicherheit um einiges leichter. So, also das ist schon echt beeindruckend, was hier steht. So, die Zahnräder weg. Ich nehme mal meinen selbsternannten Ausmesser mit dabei. Also ihr seht, riesig. Zollstock. Schauen wir mal, wo wir bei dem etwas über 1 Meter schon gelandet sind. Bei 75 cm, also hier fehlen noch gute 25 cm. Das kann dann aber nur die Schaufel sein. Was soll ich sagen? Das ist wirklich riesig. Riesig ist das, was hier steht. Auch eine riesige Freude, das Ganze zu bauen. Und deswegen baue ich weiter.
351 Bauschritte und es ist wie eine kleine Sensation. Das fühlt sich wahnsinnig gut an. Will ich euch auch erklären. Dieses Set ist ja mittlerweile eine internationale Geschichte, weil ich habe es erzählt, die Pneumatikteile zum Teil aus Lego. Und jetzt habe ich noch 2 L-Motoren von Bluebrix. Aus folgendem Grund. Ich war neugierig. Ich habe viel über die Bluebrix L-Motoren, oder nicht über die L-Motoren, über die Bluebrix-Motoren viel gelesen. Das sind meine ersten, die ich bestellt und eingebaut habe. Von Hot bis Schrott habe ich da alles drüber gelesen. Da habe ich gedacht, okay, bestellst du die selber mal. Weil die gesagt haben, dass die top sind, haben auch davon gesagt, oder haben davon geschrieben, dass sie Spitzenklasse sind. Also habe ich mir gedacht, dieser Radlader wird nur über 2 L-Motoren gelenkt. Hier wird später eine Menge Gewicht draufstehen. Also verlass dich mal drauf, dass einige sagen, die Dinger sind top. Hab sie bestellt, hab sie eingebaut. Wir können es jetzt testen. Wer die Speedbuilds sieht, der wird jetzt keine Überraschung sehen. Für alle anderen, die vorspulen, will ich es euch gerne mal zeigen. Es macht Krach, aber es lenkt. Vielleicht sind meine Batterien jetzt nicht unbedingt die stärksten, aber die Lenkung funktioniert. Ich habe da auch mit dem Designer im Vorfeld schon drüber gesprochen und habe ihm auch gesagt, dass ich glaube, dass das mit dem Lenken der absolute Knackpunkt hierbei werden könnte, weil ich das mit der Hand schon kaum drehen konnte, weil, erinnern wir uns dran, China mit Technikteilen minimalste Abweichung, aber in Summe gigantische Auswirkungen. Aber ihr habt es gesehen, er lenkt. Es macht immer mehr Freude, das Ganze hier zu bauen. Eine Freude ist es auch, dass wenn man ein Teil sucht, man weiß irgendwie, man findet es. Fehlteile bis hierhin, Fehlanzeige. Es sind alle Teile, die ich brauche, vorhanden. Vielleicht stellt sich das noch ein, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber bis hierhin ein Vergnügen, quasi ein Volksfest, das Ganze hier zusammenzubauen, wachsen zu sehen, funktionieren zu sehen. Was soll ich sagen? Außer, dass ich jetzt mal flott weiterbaue, weil ich möchte hier irgendwann mal ein Gesamtergebnis stehen haben.
474 Bauschritte sind gemacht. Das ist nicht ganz die zweite PDF, aber für mich jetzt erstmal Feierabend. In dem ganzen Bauwahn habe ich irgendwie versäumt, dass ich noch 2 Buvis bestellen muss. 2 hatte ich mir schon besorgt und wollte dann auf S-Bricks umschwingen, habe es mir dann aber doch anders überlegt und lasse die S-Bricks in dem Modell, wo sie drin sind, und bestelle mir nochmal 2 Buvis dazu. Die passen baulich auch sofort hier rein und ich muss hier nichts ändern. Und somit ist jetzt hier erstmal Feierabend, kurz bevor die zweite PDF durch ist. Was ist jetzt noch passiert? Den Radlader, das seht ihr schon länger, der steht da hinten, beziehungsweise das, was mal der Radlader werden soll. Hier ist jetzt die erste Einheit, so nenne ich es mal, für die Hydraulikpumpen, für die Luftpumpen. Für die Luftpumpen unter den Legosteinen, unter den Klemmbausteinen, obwohl diese sind aus Lego, da darf ich das noch sagen, Gott sei Dank. Die sind hier drin, werden dann über 2 Motoren angetrieben. Auch das Ganze geht dann im Gegensatz hier oben 2 Servos für die Umstellung der Luftventile. Alles sehr, sehr interessant. Und hier ein süßer kleiner V6 Motor. Ich drehe den mal rum. Ihr seht, ich habe hier die Akkubox dran. Denn hier sehen wir jetzt auch zum ersten Mal, dass wir mit Chinastein arbeiten. Es sind wieder diese Abweichungen, von denen ich immer wieder ganz gerne spreche, die in Summe zu groß werden, als dass ein Technikmodell funktionieren kann. Hier der Motor, merkt ihr es, hört ihr es? Er macht's, aber stellt seine Arbeit dann auch ganz gerne schnell ein. Diesmal liegt es daran, das sehe ich gerade, hier ist, oder? Hier ist was abgegangen. Das könnte jetzt der Grund sein, warum das nicht geht. Das ist sehr schön, aber ich denke mal, uns alle wird das nicht großartig überraschen. Uns wird vielmehr überraschen, dass er in Teilen dann doch recht gut läuft. Hier drin, meine Batterien werden von dem ganzen Testen mittlerweile vielleicht ein wenig schwach sein. Aber ihr könnt es sehen, da tut sich was. Ich brauche es gar nicht drehen. Hier gibt es so leichte kleine Probleme. Das will nicht so wirklich, das ist dann ein wenig stramm. 4 von 6 funktionieren relativ gut. Ist schon ein halbwegs vernünftiger Schnitt. Warum der jetzt hier abgegangen ist, ob ich den nicht richtig drauf gesteckt habe, das gilt es noch zu überprüfen. So, da steht er wieder unten, so dass ich es dann auflegen kann. Der wird schon mal ein kleiner Knackpunkt sein. Die Lenkung hatte ich euch gezeigt, funktioniert. Da sind es auch wesentlich weniger Zahnräder und Achsen, als dass es hier drin wäre. Ich bin gespannt, was passiert, wenn hier wirklich volle Batterien dranhängen. Ob das dann halbwegs vernünftig funktioniert oder dann auch nicht. Im Grunde, erst einmal ist hier eine Funktion gegeben. Mit Sicherheit war sie im Original besser als das, was es hier ist. Ich kann vielleicht auch noch ein bisschen an den Achsen korrigieren. Da läuft es vielleicht etwas geschmeidiger, weil das habe ich schon gesehen, wenn man die nicht wirklich haargenau einstellt, dann klemmt es hier drin. Das wird es dann alles nochmal zu überprüfen geben, wenn es denn dann ins Modell kommt. Das wird aber alles noch ein bisschen dauern, weil ich muss jetzt erstmal auf meine Bovis warten. In der Zwischenzeit werde ich natürlich auch ein bisschen arbeiten müssen. Ich hoffe, bis hierhin hat es euch soweit gefallen. Schreibt mir doch ganz gerne in die Kommentare rein, wie findet ihr das Modell bis hierhin. So langsam aber sicher kommen Funktionen, die ich euch zeigen kann. Das große Ganze sehen wir natürlich alles erst zum Schluss, wenn es fertig ist. Das wird heute nicht mehr sein. Heute kann ich lediglich nur noch sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr mir eure Zeit geopfert habt. Hat es euch gefallen, wisst ihr, Daumen hoch. Hat es euch nicht gefallen, wisst ihr auch, Daumen runter. Abo freue ich mich natürlich auch immer drüber. Und wo ich mich aber noch viel mehr drüber freue, ist, wenn wir uns in meinem nächsten Video gesund wiedersehen. Bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag.